Hallo Modellbahnfreunde, willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und gleich vorweg Entschuldigung für die Stimme, die ich derzeit habe. Ich bin noch etwas erkältet und ja, dachte mir, dass ich trotzdem mal dieses Video mache und das war auch der Grund, warum zuletzt nicht ganz so regelmäßig Videos erschienen sind. Die Erkältung hat mich ein wenig dahin gerafft, aber mir geht es schon wieder besser und deswegen heute dieses Video und zwar mit dem Phänomen, dass recht viele Modellbahner derzeit ihre Anlagen abreißen, das Hobby aufgeben oder die Spur wechseln. Und ihr kennt das alle ein Stück weit. Und ich habe mich gefragt, warum passiert das eigentlich? Warum geben Modellbahner unser ja doch sehr geliebtes Hobby auf? Die meisten von uns, würde ich sagen, sind sehr, sehr eng seit der Kindheit mit dem Hobby verbunden. Und damit wollen wir uns heute befassen. Wieso hören denn Modellbahner einfach auf? Was sind denn die Hintergründe? Die unterschiedlichsten. Ich war ja zuletzt selbst betroffen durch meinen Opa und ich würde sagen, wir starten rein und schauen uns mal an, wieso wir denn dieses so geliebte Hobby aufgeben oder unsere geliebte, mühsam über Jahre aufgebaute Anlage abreißen. Also seid gespannt, starten wir rein. Ja, viele von uns werden das kennen. Modellbahner starten mit riesigen Visionen, waren auf Ausstellungen, haben sich wunderschöne Anreize geholt und sind der Meinung, das mache ich jetzt auch zu Hause. Haben tollste Anlagen gesehen, riesenlange Bahnhöfe mit langen, originalgetreuen Zügen, Schattenbahnhöfe, die die Züge aufnehmen müssen, mit großen Kehrtwendeln, Paradestrecken, wo dieser Zug sich wunderbar elegant langschlängelt, alles über mehrere Ebenen verteilt. Und doch irgendwann merken sie dann, das Projekt ist größer als ihre verfügbare Zeit, ihr Platz daheim oder eben auch die Motivation. Und dann wird einfach drauf losgebaut, wenig Planung, einfach losgelegt, zu früh gestartet, ohne sich gewisser kritischer Punkte vielleicht zu überlegen, mal mit den Kollegen aus einem Modellbahnverein gesprochen, was sollte ich denn beachten? Klar, machen das genügend Leute von euch, aber es gibt immer wieder den Punkt, wenn man sich auf Stammtischen mit den Leuten unterhält, kann dir jeder etwas dazu sagen, wenn es darum geht, was würde er bei einer heutigen Anlage nochmal anders machen. Alle Kompromisse ausgemerzt, weil man oft auch nicht die Geduld hat, dann ewig zu planen. Man möchte einen Zug rollen sehen, man möchte den Zug durch schöne Landschaft rollen sehen und hat dann oft nicht die Geduld, vernünftig weiter zu planen und baut einfach erstmal wild drauf los, ohne vielleicht die nötige Erfahrung. Und das kann dann oft zum Bruch der Motivation führen und im extremsten Fall sogar zum Abriss der Anlage, was ich nicht zwingend als Scheitern ansehe. Es ist immer schade, eine Modellbahn abzureißen. Es kann aber auch eine Art Reset sein, weil man gewisse Fehler gemacht hat. Natürlich ist das Schwierige bei sowas immer, unser Hobby ist nicht gerade das günstigste insgesamt und jede Anlage, die man neu aufbaut, die kostet einfach massiv Geld. Das bringt mich zu einem weiteren Punkt, der vielleicht auch nicht unbedingt bei der Modellbahn zu verorten ist, aber ich ihn schon so etwas wie mit den Models vergleiche, denn durch Social Media herrscht heutzutage schon ein gewisser Perfektionsdruck durch die Bilder von wunderschönen Anlagen, durch fantastische, vor allem YouTube-Kanäle für mich, bekommen wir heute wunderschönste Anlagen zu sehen auf Ausstellungen wie der Model Sport zum Beispiel. Modellbahn ist ein Hobby voller Details, warum es für mich auch so faszinierend ist und genau das kann aber eben auch zum Problem werden. Man sieht perfekte Anlagen eben in der MIBA, woanders in Magazinen, auf Messen oder auf YouTube und plötzlich wirkt die eigene Anlage irgendwie unzureichend. Man kann die Freude dadurch, die Motivation verlieren, nicht weil die eigene Anlage schlecht ist, sondern weil der
eigene Vergleich, den man mit seiner Anlage gegenüber anderen ansetzt, eventuell auch die Motivation blockieren kann. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ob ihr es auch so seht. Für mich ist es eher ein Anspruch persönlicherweise, auch in diese Richtung zu gehen, aber es kann auch ein falscher Perfektionsdruck sein, an dem die Motivation durchaus scheitern kann. Ein weiterer Faktor, den ich ausgemacht habe, ist für mich die Technik. Denn die Technik in Bezug, ich denke da in erster Linie an Digitalisierung, die Elektronik, Software, Verkabelung, das kann auch schnell überfordern. Vor allem, wenn man nicht unbedingt aus dem Bereich kommt und irgendein Ingenieurswesen oder sonstiges studiert hat, kann die Technik bei der Modellbahn analog und auch digital überfordern. Also ich finde, beides hat seine Herausforderungen, je nachdem, wie tief man das Ganze automatisch steuert. Und wenn dann etwas nicht funktioniert, wenn Loks ruckeln oder Decoder spinnen oder irgendwas anderes nicht funktioniert, wenn Gleise nicht sauber liegen, dann entsteht Frust. Und das kann auch dazu führen, dass man sich extrem ärgert und am Ende, da habe ich zuletzt tatsächlich Videos gesehen, einfach auch aufgrund technischer Frustration die Anlage wieder abreißt, weil man aus seiner eigenen Sicht einfach zu viele Fehler in der Anlage hat. Ja, und ich glaube, das ist ein Punkt, der mit am meisten dazu führt, warum Modellbahnen aufgegeben werden, Anlagen abgerissen, die Lebensumstände. Viele Modellbahner von uns bauen über Jahrzehnte. Doch das Leben verändert sich eben. Beruf, Familie, Umzug, Gesundheit, leider, neue Interessen auch. Eine Anlage, die früher perfekt passte, passt eben irgendwann vielleicht nicht mehr, weil man umgezogen ist, die Räumlichkeiten nicht mehr stimmen, weil man sich hat scheiden lassen, einen anderen Weg geht und leider ist dann dadurch der Abriss die Konsequenz auch, das sehe ich immer mal wieder, sind es Anlagen, die fest eingebaut sind in Räumlichkeiten und wenn sich dazu die Lebensumstände ändern, eben wie bei meinem Opa begleitet im Video, passt die Anlage einfach nirgendwo anders mehr hin und die Konsequenz ist dann, dass der Abriss kommt. Aber ich sehe es auch nicht immer als Drama an, es gehört einfach als Teil mit dazu. Die Modellbahn ist für uns alle eine Wohlfühloase, deswegen tut es manchmal weh und ist schwer. Für mich ist es immer wieder ein Rückzugsort, um Kraft zu schöpfen und deswegen ist es vielleicht manchmal besonders emotional, wenn man die Modellbahn abreißen muss. Der Reiz des Neuanfangs. Manchmal ist der Abriss einfach auch ein kreativer Impuls, der neue Motivation hervorholen kann, da man aus seinen Fehlern gelernt hat und Neues ausprobieren kann, die Dinge umsetzen kann, die man vielleicht vorher falsch gemacht hat. Nun liegt das Gleis richtig. Man hat ausprobiert an der alten Anlage, hat Erfahrung gesammelt, hat aber auch verstanden, dass die alte Anlage vielleicht von der Infrastruktur her gar nicht mehr zu verbessern ist, so wie es zum Beispiel bei meiner ersten Anlage war und die neue Anlage eben den kreativen Impuls hervorruft und nicht den Stillstand hervorruft, sondern eben man weiterbaut und jetzt weiß, auf was man sich einlässt. Es kann eine andere Epoche sein, es kann eine andere Spurweite, ein anderes Konzept sein. Es sind Platz für neue Ideen da und durch die Lebensumstände, die sich bei uns allen ja immer ändern, hat man auch andere Interessen. Ich kenne viele, die haben früher alles gesammelt bei der Modellbahn und haben sich jetzt fokussiert, weil sie gemerkt haben, alles in alle Richtungen funktioniert am Ende nicht mehr. Man verhebt sich. Der eine geht in die Epoche 1, 2, der andere geht, wie meine Person zum Beispiel, in die modernen Epochen 5, 6. Und so kristallisiert sich über die Jahre auch unterschiedliche Interessen heraus, die dadurch wieder Motivation schaffen, weiterzumachen bei der Modellbahn. Jeder hat da seine individuellen Ziele, aber jeder kann auch Platz schaffen für neue Ideen durch den Anreiz und neue Impulse.
Ich selbst natürlich werde dem Hobby treu bleiben, auch meine Anlage, auch wenn es schon länger Erweiterungspläne oder eine Idee für eine zweite Anlage gibt. Aber das ist für mich nur ein Impuls. Ich möchte Blankenheim definitiv weiter ausbauen, bin auch fleißig, wenn ich nicht gerade krank bin, dabei das zu tun und wenn es mir die Zeit erlaubt. Ich werde auch der Spur TT definitiv treu bleiben. Es ist für mich so eine Art gallische Spur, sage ich mal. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, und auch die Debatte habe ich die letzten Monate immer wieder verfolgt. TT ist über Jahrzehnte nach der Wende immer wieder totgesagt worden. Und ich würde sagen, das Angebot ist vor allem auch durch die Übernahme von Rocco zu Kühn und vor allem durch den Einstieg von Hornby in die Spur in England nachhaltig gestärkt worden. Arnold hat tolle Neuheiten angekündigt für 2026. Rocco hat das letztes Jahr für dieses Jahr gemacht. Ein wirkliches Feuerwerk. Andere halten sich vielleicht da eher etwas zurück. Da möchte ich jetzt nicht größer drauf eingehen, aber ich bin definitiv ein Modellbahner durch und kann mir das auch nicht mehr ohne vorstellen. Ich habe auch ein bisschen H0 dazu, aber ich bin immer der Spur TT von Kindheitsbeinen ja, angetan gewesen. Es gab immer mal Überlegungen, aufgrund des Fahrzeugmaterials die Spur zu wechseln. Das sehe ich aber mittlerweile nicht mehr, denn vieles ergibt sich und ich habe auch irgendwie Freude daran gefunden, in einer so Nischenspur zu sein, denn gewisse Fahrzeuge, die in H0 oder N nichts mehr Besonderes sind, sind natürlich für TT dann schon immer noch ein echtes Highlight. Ich freue mich dieses Jahr auf eine Class 6677 von Arnold oder auf eine Suit Express Eurodual. Das werden für mich in 2026, wenn sie denn dann kommen, echte, absolute Highlights sein. Und ja, deswegen, ich werde der Spur weiterhin treu bleiben. Mich würde jetzt einfach zum Abschluss des Videos interessieren, was ihr für Erfahrungen gesammelt habt, ob ihr auch schon mal eine Anlage abgerissen habt und wie das denn für euch so war, ob ihr jemanden kennt, der das Hobby einfach mal komplett aufgegeben hat, so mittendrin einfach aufgehört, denn da habe ich zuletzt auch Videos gesehen, was mich sehr erstaunt hat, also auch mit YouTube und so weiter dann aufgehört. Und da würde mich einfach mal innerhalb unserer Community interessieren, was ihr so darüber denkt, was eure Erfahrungen sind. Schreibt es mir in die Kommentare. Zum Schluss nochmal Entschuldigung für meine Stimme, auch für das Equipment etwas. Ich habe gehört, mein Mikrofon, das schallt etwas, also man hört da relativ sehr den Schall und auch hier in meinem Raum mit der Kamera sollte ich vielleicht in Zukunft hier ein Mikro haben, aber im Moment mache ich das immer alles noch mit Handy. Ist für meine Ansprüche jetzt nicht mehr ganz so gut. Ich werde mich da mal damit befassen. Mikrofon für Aufnahmen vor dem Computer und ein Mikrofon für solche Sachen hier, dass man hier irgendwo reinstecken kann. An die Klamotten, das ist mal noch auf der To-Do-Liste irgendwann für 26, hat aber überhaupt keine Priorität. Aber falls sich der ein oder andere am Ton stören sollte, dann sage ich vorab dazu Entschuldigung. Jetzt sage ich danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen gefallen, mehr so Reportage-Style, sage ich jetzt mal dazu. Demnächst wird es auch wieder was von Blankenheim geben. Da wird es ein Video geben, das kann ich euch jetzt schon sagen. Das hat mit allerlei Ausfällen zu tun. Das treibt mich nämlich auch schon länger um das Thema, vor allem getriggert durch Leute in der Community, die mit mir schreiben. Ja, und jetzt hat es mich zuletzt selber getroffen, dass diverse Loks einfach ausgefallen sind, die sauber ordentlich in der Vitrine standen und dann wollte ich sie mal wieder verwenden und dann fahren sie nicht. Der eine oder andere kann sich vielleicht jetzt schon denken, um welches Thema es geht, aber ich will da nicht zu viel verraten. Im nächsten Video wird es auf alle Fälle darum gehen, dass alle Hersteller ein spannendes Problem haben, was uns über die Zeit immer wieder einholen wird. Also bleibt dran, danke fürs Zuschauen und bis bald, euer Micha Schornsteinfeger.